Wir starten den zweiten Teil von Kolumbien und damit auch das letzte Kapitel am Nevado de Ruiz. Der Ruiz ist einer der wenigen Berge und Vulkane in Kolumbien, die eine Höhe über 5000 Meter erreichen. Hier möchte ich die nach Chardin geschickten Steigeisen endlich mal zum Einsatz bringen. Ich fahre also von Medellin aus direkt zum Nevado. Auf der Strecke sind ca. 20 Kilometer reine Baustelle, aber zum Glück gilt die Fortfahrtsregelung anscheinend für Motorräder nicht und ich komme in ungefähr 5 Stunden durch. Ich treffe später auf andere Reisende, die das Ganze mit dem Auto gemacht haben und dafür 14 Stunden gebraucht haben. Hier, jetzt auf über 4000 Metern, merkt man, dass der Motor nicht mehr ganz rund läuft. Wenn man genau zuhört, kann man ein gewisses Stottern erhören. Auch mein Benzinverbrauch ist erstaunlich hoch, aber ich mache mir momentan noch nicht allzu viele Gedanken darüber. Weit muss ich nämlich nicht mehr fahren. Ich übernachte dort oben in einem kleinen, sehr einfachen Hotel und fahre am nächsten Morgen früh die anfangs noch asphaltierte Straße zum Nevado. Der eigentliche Nationalpark ist für Besucher gesperrt, so wie der offizielle Weg auch. Man hat mir aber von einem weiteren Weg erzählt auf der anderen Seite des Berges, wo man mit etwas Geschick eventuell hochlaufen kann. Ich fahre also zu einer kleinen Hütte, wo es auch Thermalquellen geben soll, an der der Weg beginnt. Als ich dort ankomme, treffe ich auf einige Kolumbianer, die einen Teil des Berges in der Nacht bestiegen haben. Momentan allerdings steht eine Patrouille des Nationalparks vor dem Einstieg und hindert jeden, den Berg weiter zu besteigen. Aber ich habe keine Eile, also warte ich einfach ab. Ich lerne ein kolumbianisches Ehepaar kennen, die zu einem weiteren Dorf fahren wollen. Da die Wachen noch immer dort stehen und es auch kein Zeichen der Änderung gibt, schließe ich mich direkt an und springe bei ihnen ins Auto. Wir fahren mit dem Geländewagen dann um den Berg herum und auf der anderen Seite wieder herunter. Das Dorf feiert genau heute zufälligerweise sein 149-jähriges Bestehen. Das ist ein bisschen so wie bei uns Fastnacht. Alles egal, Hauptsache laut. Sie laden mich noch zum Essen ein und fahren dann zurück. Ich werde ebenfalls eingeladen, doch bei ihnen in Manizales noch vorbeizuschauen, nachdem ich den Berg erfolgreich bestiegen habe. Ich warte noch ein bisschen bei den Thermalquellen, bis die Sicherheitskräfte des Nationalparks abrücken. Es ist nun 4 Uhr nachmittags und ich beginne den Aufstieg. Ich habe noch gute 2 Stunden Tageslicht. Aquí estamos. Caminé los primeros metros en el camino a el Nevado de Ruiz. Eso es el camino. Y quiero poner la carpa arriba para subir mañana tempranito en la nieve con los campones. Todavía me parece es lejos, pero vamos a ver, ¿no? Ahora sí, tenemos mucho niebla, pero está bien, porque los vigilantes debajo no podemos ver. Estoy
perdiendo agua. Creo que mi bolsa de agua no está intacto. Ok, estoy escuchando agua y si sería agua, pues sería increíble, porque mira, es la bolsa de agua. Literalmente no tengo nada de agua, por eso hay un río acá, o necesito subir más para ir a la frontera con la nieve, pero ojalá haya un poco de agua. Yo tuve razón, y si hay agua, la única cosa, ojalá es agua de nieve y no de volcán, porque si es de volcán hay azufre adentro. Ahí. Creo que está bien. Me voy a tomarlo. So, morgen geht's da weiter. Zur 4500 Meter. Er reißt sogar ein bisschen auf. Und ich würde sagen, Basecamp steht, ha? Nice, morgen noch so 700, 800 Höhenmeter. Da unten, den langen Weg bin ich gekommen. Da sieht man noch die Straße. Aber ich glaube, ich sollte hier mit dem Zelt nicht einsichtbar sein von der Straße. Und da unten ist auch noch ein kleines Stück Straße, aber da wird man mich auch nicht sehen. Von dem her, todo bien. Beim Zeltaufbau reißt mir noch eines der Gummibänder in der Zeltstangen, aber zum Glück habe ich Ersatz dabei. Es ist also kein Problem, das Zelt aufzubauen, aber in der Nacht wird es ganz schön kalt. Am nächsten Morgen stehe ich dann früh auf und steige weiter auf. Bald erreiche ich Schnee und es wird so steil, dass die Steigeisen nötig werden. Das, was ich eigentlich von unten als Gipfel eingestuft hatte, stellt sich nur als ein weiterer kleiner Nebengipfel heraus. Von hier aus muss ich noch weiter aufsteigen und als ich dort oben bin, merke ich, dass ich noch weiter aufsteigen muss. Ich bin also ganz schön erschöpft, als ich oben ankomme. Hier oben liegt kein Schnee mehr. Stattdessen besteht die Landschaft eher aus einem bräunlich-grauen Lavaschlamm, der aufgrund der Temperaturen hier oben vereist ist. Die Steigeisen helfen hier deutlich. Außer Kräften, aber sehr stolz und zufrieden, gelange ich an den Kraterrand und damit den Gipfel des Vulkans. Der Nevado de Ruiz ist noch ein aktiver Vulkan und bricht immer wieder aus. Dementsprechend spektakulär ist die Sicht dort oben. Durch die Wärme, die dem Krater entweicht, schmilzt sogar das Eis hier oben. It's a mystery to me. We have agreed. Ich bleibe nicht allzu lange, so habe ich doch Respekt vor der gewaltigen Kraft in der Natur. Ein paar Tage später bekomme ich von der Angestellten in dem Hotel dieses Foto zugesandt. Ein Glück, dass ich da nicht oben war. Runter geht es relativ schnell. Mit den Steigeisen kann man fast den Berg hinunter joggen. Ich gelange wieder am Zelt an, baue es ab, laufe ganz zurück und fahre noch nach Manizales, um einen kleinen Stopover bei dem Ehepaar von gestern zu machen. Auch dort werde ich wieder sehr nett aufgenommen. You're a crazy breed. Hope you're not lonely without me. Society, crazy and deep. Hope you're not lonely. Nun ist es allerdings Dienstag
und damit Zeit für die Operation von Sam. Da will ich natürlich wieder in Medellin sein. Ich breche also früh morgens auf und fahre los. Ich komme nicht allzu weit, bis mir die Kette runterspringt. Glücklicherweise kann ich an die Seite schnell ranfahren und die Kette wieder aufspannen. Am nächsten Mechaniker lasse ich die Kette wieder anziehen. Komisch. Dabei habe ich sie doch eigentlich gerade erst neu gekauft. Als ich wieder durch die Baustellen gurke, merke ich, dass sich irgendetwas nicht besonders gut anfühlt. Das Motorrad verliert immer mal wieder die sonst so stabile Balance. Manchmal ist auch ein Knirschen zu hören. Ich halte mehrere Male an und untersuche das gesamte Motorrad, kann aber nichts finden. Hier befinde ich mich auch mitten in der Pampa und es ist kein Dorf, geschweige denn ein Mechaniker zu sehen. Nachdem es einmal nochmal besonders laut knirscht, bleibe ich wieder stehen und auf einmal bricht die gesamte Federung mit einem großen Knack zusammen. Das Gehäuse des Motorrads fällt direkt auf das Hinterrad. Ich bin verdammt froh, dass ich mich zu diesem Zeitpunkt nicht bewegt habe, geschweige denn schnell gefahren bin. Nun gilt es zu improvisieren. Ein Ersatzteil für die gebrochene Schraube, die den Chassis anhebt, habe ich natürlich nicht dabei. Ich frage ein paar Kolumbianern, rufe ein paar Nummern an, aber keine Chance. Es gibt keinen Mechaniker, der hierher fahren möchte. Alright everybody, I'm heading to my surgery. I'm going to get my tumor removed from my left breast. Let's find a taxi. Als ich ein paar Kolumbianer um Hilfe bitte, kommt einem die Idee, dass die Stahlpfeiler, die in den Beton eingesetzt werden, mit denen hier die Brücken gebaut werden, doch ungefähr den gleichen Durchmesser haben könnten wie die Schraube der Federung. Das wird also ausprobiert und das klappt sogar einigermaßen. Mit ein bisschen Gewalt geht das Ganze rein und wird mit einer Metallsäge, die ich mir von einem der Brückenbauer leihe, einfach abgesägt. Beim Losfahren macht das Ganze aber immer noch Lärm. Mir fällt auf, dass eine der Speichen gebrochen ist und entferne diese komplett. Das behebt zwar den größten Krach, aber so ganz hilft es der Geschichte nicht. Buen día. Ella tiene cirugía hoy. ¿Ya terminaron todos los papeles? Sí, tenemos que ir al anestesio. Ok, segundo. Gracias. Bueno, señora. Buenas. Chao. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene para cirugía? Sí. ¿Cuál es su nombre? Samantha. Ich fahre also im Schneckentempo mit ungefähr 10 km/h die restlichen 20 Kilometer bis zum nächsten Dorf, was für mich 2 Stunden Nervosität bedeutet. Dort angekommen, fahre ich den ersten offenen Mechaniker an. Mir wird das Hinterrad abgeschraubt und das Gewinde und das Lager in dem Rad sieht grauenhaft aus. Das massive Eisen ist an vielen Stellen eingedellt und abgerieben. Ersatzteile gibt es nicht, aber es wird mit den Werkzeugen einfach so gut wie möglich wieder hingeflext und wieder eingebaut. Das Ganze dauert 2 bis 3 Stunden, danach kann ich aber weiterfahren. Das Vertrauen habe ich aber so schnell nicht zurückgewonnen und ich fahre sehr, sehr vorsichtig zurück nach Medellin. Die ganze Fahrt hat mich im Vergleich zu der Hinfahrt, die nur 5 Stunden gedauert hat, jetzt auf der Rückfahrt mit all den Reparaturen und Untersuchungen 11 Stunden gekostet. Zu allem Überfluss beginnt es dann auch noch zu regnen. Damit verpasse ich leider Sams Operation, komme dann aber in der Nacht noch in Medellin an und erfahre, dass zumindest dort alles gut gelaufen ist. In Medellin lassen wir es uns gut gehen. Wir gehen ins Kino, in den Film Dune, shoppen und finden sogar noch ein kleines Konzert. Da Travis auch einige Sachen an seinem Motorrad noch richten will, fahren wir eine Werkstatt in Medellin an, die sich mit Motorrädern etwas größeren Hubraums gut auskennt. Hier lasse ich das gesamte Motorrad einmal durchchecken. Hier kann man außerdem sehen, wie es sich in einer großen kolumbischen Metropole fährt und warum ich in meiner bisherigen Reise größere Städte eher vermieden habe.
Medellin ist auch ein gutes Beispiel, um einmal die Eigenheiten einer kolumbianischen Großstadt hervorzuheben. Here. Oh yeah. $50. Everybody just does it so they can get a tip. Igualmente. Like a roaring ocean, slowing motion. Your troubled mind, we are only kind, and they'll kindly cease to. This is the beauty of our morning routine. We come here to get our juices with Eldima, and then you hang out in the park, and you get to see all the folks out in the park for the day. Außerdem ist Halloween nicht gerade der Feiertag, der in Deutschland groß gefeiert wird, geschweige denn bin ich die Person, die Halloween besonders geil findet. Sam und Travis als Amerikaner sehen das natürlich anders und ich lasse mich überreden, an der ganzen Schminkaktion einmal mitzumachen. Ich denke mir, das bleibt ja zumindest unter uns und es sieht ja keiner. Okay, mit dem Video ist dieser Punkt natürlich für den Arsch. This is Travis Mott setting up for his shot. We're all getting ready. Huh? I'm gonna be un mariposa. Mariposa, and he's gonna be a fucking road accident. Okay. Oh my god. Por eso los actores son así. Richtig dumm fühle ich mich dann allerdings erst, als klar wird, dass in Kolumbien das Verkleiden nun auch nicht so ganz so groß geschrieben wird. Und wir, zumindest am Tag, noch die einzigen sind, die verkleidet und geschminkt rumrennen. Vamos! Buenas. Bien, bien. Sí. Sufrí un accidente, sí. Bastante mal. Travis got beat up and stuff. I wanted to be a butterfly and Jan became a minority. Una fantasma! Buga, buga, buga. Look at this guy. Hey, ¿qué pasa? Ya, no, ¿qué le pasó en la cara? Esa cara da asco, hombre. Da miedo. All right. Das mit Abstand nervigste ist allerdings, die ganze Scheiße am Ende wieder runterzukriegen. Am nächsten Tag mache ich noch eine kleine Wanderung in Medellin und es ist erstaunlich, wie weit man mit den Seilbahnen in der Stadt tatsächlich fahren kann. Sam und Travis werden in den nächsten Tagen nach Hause fliegen und ich breche wieder auf in Richtung Santa Rosa de Cobán. Ich fahre jetzt also zum 3. Mal die Strecke mit den ganzen Baustellen. Überspringe weiterhin jedes Stoppschild
und fahre vorbei an Schwefelminen und mitfahrenden Hunden, die mal wieder was gegen mich haben. Hier in Santa Rosa soll es Thermalquellen geben, die ich zugunsten der Berge immer links liegen lassen habe. So will ich mir sie doch dieses Mal richtig gönnen. Es ist da oben zwar super nett, allerdings ist die Therme auch der letzte Schrei bei frisch verliebten kolumbianischen Pärchen und irgendwie sieht man allein da schon ziemlich doof aus. Aber als allerwichtigste Unternehmung fahre ich noch zum Machetenmonument und mache dort einmal ein richtiges Männerfoto. Nun geht es durch den längsten Tunnel Lateinamerikas mit seinen 8,6 Kilometern Länge nach Ipiales. Und damit zum Nevado de Tolima, einem weiteren 5000er in Kolumbien. In Ibagué gehe ich essen und die Besitzer kennen sogar einen Bergführer, der auch noch nebenbei ein Hotel betreibt. Dort fahre ich natürlich direkt hin und bekomme bei ihm noch einige Tipps für die Route. Er empfiehlt mir, die Nordroute zu nehmen statt der Südroute, da sie ein bisschen einfacher ist. Da ich mich auf der Südseite des Berges befinde, dauert sie allerdings wesentlich länger. Als ich aufbreche, habe ich Essen für 4 bis 5 Tage dabei. Im Folgenden werde ich die Wanderung auf ein Lied schneiden, das mir beim Reisen immer sehr viel bedeutet. They say home is where the heart is, but my heart is wild and free. So am I homeless or just heartless? Did I start this? Did it start me? They say fear is for the brave, for cowards never stare it in the eye. So am I fearless to be fearful? Does it take courage to learn how to cry? So many winding roads, so many miles to go. They say love is for the loving. Without love, maybe nothing is real. So am I loveless? Do I just love less? Oh, since love left, I've nothing left to feel. So many winding roads, so many miles to go. When I start feeling sick of it all, it helps to remember I'm a brick in the wall. It runs down from the hillside to the sea. When I start feeling that it's gone too far, I lie on my back and stare up at the stars and wonder if they're staring back at me. When I start feeling sick of it all, it helps to
runs down from the hillside to the sea. When I start feeling that it's gone too far, I lie on my back and stare up at the stars. Wonder if they're staring back at me. Oh, when I start feeling sick of it all, helps to remember I'm a brick in the wall that runs down from the hillside to the sea. Yeah, when I start feeling that it's gone too far, I lie on my back and stare up at the stars. Wonder if they're staring back at me. Oh, when I start feeling sick of it all, it helps to remember I'm a brick in the wall that runs down from the hillside to the sea. Oh, when I start feeling that it's gone too far, I lie on my back and stare up at the stars. Wonder if they're staring back at me. Weil ich nicht den gesamten Weg wieder zurücklaufen möchte, steige ich in Richtung Salento ab. Gracias. Con permiso. Salento ist ein Ort, den ich auch bereits auf meiner Reise 2 Jahre zuvor besucht habe und der berühmt ist für seine riesigen Wachspalmen. Hier nehme ich nun den Bus zurück nach Ibagué und zu meinem Motorrad. Ich treffe noch 2 Kolumbianer und bleibe den Tag, um mich noch auszuruhen. Dann fahre ich in Richtung der Hauptstadt Bogotá. Kurz vor der Hauptstadt befinden sich die Tequendama-Wasserfälle. Sie haben eine traurige Berühmtheit erlangt, da es einer der Top 3 Plätze in Kolumbien ist, um sich umzubringen. Ich fahre nicht nach Bogotá rein, sondern übernachte in einem Vorort und fahre am nächsten Tag direkt durch die ganze Stadt durch. Allein nur das Durchfahren kostet mich schon 4 Stunden. Ich steuere den Ort Zipaquirá an, wo es die berühmte Catedral de Sal gibt. Das ist eine Kirche, die in einen unterirdischen Salzstollen gehauen wurde. Dieses ist die 4. Kreuzwegstation. Jesus begegnet seiner Mutter. Die runde Kapelle steht für Einheit und Zusammentreffen. Außerdem verleiht die Form dem Raum eine besondere Akustik. Hello, darkness, my old friend. Ein kleiner Hinweis zu den beeindruckenden Dimensionen des Salzbergwerks. Bei ihrem Rundgang durch die Salzkathedrale erkunden sie eine Fläche von insgesamt 17.300 Quadratmetern.
Die Salzkathedrale erstreckt sich jedoch auf nur 24 der insgesamt 180 Stollen des Salzbergwerks von Zipaquira, die 1978 angelegt wurden. Die Anfertigung dieser Kreuzwegstation nahm 2,5 Jahre in Anspruch. Die 14. Station heißt: Der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt. Diese Bibelszene ist hier allegorisch dargestellt. Der große Stein, welcher das Grab Christi verschloss, wurde verschoben und es wird offensichtlich, dass der Leichnam Jesu verschwunden ist. Von hier aus mache ich einen Kurztrip nach Guatavita, an einen schönen See und zur Laguna de Guatavita, einer Lagune in einem Vulkan. Sincronía con los 4 elementos. Primer elemento, agua, aire. 50 metros lo que fue su nivel original. Quiere decir que eso que está allá al frente, esa... Von hier aus will ich zur Embalse de Neusser fahren, um dort zu übernachten. Natürlich steuere ich den direktesten Weg an, der über Huesca verläuft. Die kleinen unasphaltierten Straßen sehen dann irgendwann aber so steil und gefährlich aus, dass ich doch einen größeren Umweg fahre. Durch den Umweg muss ich noch durch ein Dorffest fahren, wo anscheinend alle Gäste betrunken mit dem Pferd anreisen. ¿Es afín? Hola, ¿qué tal? Where are you from? Alemania. Deutschland. Sí. Sprichst du Deutsch? No. Nein. Nein, sehr gut. Warum? ¿Por qué hay demasiados caballos aquí? This is the Bariton. Fiesta. Ah, dale, es una fiesta. De pueblo. De pueblo. Es como un cumpleaños del pueblo o algo. Sí, como ¿Sí? Oktoberfest. En Colombia. Como Oktoberfest en Colombia, pero en noviembre. Ya. ¿Y es el fin? No. ¿No? Nosotros ¿Acá? sí, nosotros sí. Ah, ok, Ya entonces. puedes continuar. Perfecto. Guten Morgen. Muchas gracias. Buen día. Disfrutas. Wieder am Highway angekommen, hält mich die Polizei an. Ich soll bei einer doppelt durchgezogenen Linie überholt haben und deswegen soll mein Motorrad jetzt beschlagnahmt werden. Das ist natürlich die absolute Anfängertaktik, um mich einzuschüchtern. Die kenne ich allerdings schon und auch wenn ich zugegebenermaßen bei einer doppelt durchgezogenen Linie überholt habe,
weiß jeder, der länger als 5 Minuten am kolumbianischen Straßenverkehr teilgenommen hat, dass dies eher die Regel als die Ausnahme ist. Ich ziehe also die Touristenkarte und sobald es um Beschlagnahmung geht, gebe ich vor, rein gar nichts zu verstehen. Der Polizist gibt sich deutlich Mühe, sehr langsam und deutlich zu sprechen und mir das Ganze auch noch anhand der Papiere zu erklären. Das hat bei mir natürlich keinen Effekt und irgendwann gibt er auf und lässt mich ziehen. Da verstehe ich natürlich wieder perfektes Spanisch. Über kleine, sehr steile Straßen, wo ich ganz froh bin, dass es runtergeht, weil ich sie hoch wahrscheinlich nicht käme, geht es runter zu dem kleinen See. Hier möchte ich zelten. Im Dunkeln baue ich mein Zelt auf, werde aber von einem Sicherheitsmann aufgespürt und muss meine Sachen wieder einpacken. Va a encontrar una portería donde hay una vara de control. Sí. Ahí mi compañero ya le dije por radio que le diera la información de las fincas ahí enseguida para que lo recomienden y ahí le van a cobrar el camping más cómodo y puede quedarse esta noche ahí. Gracias por la información. Sí, señor. Fuera por motivo mío yo le colaboraría, pero son órdenes del parque. Ich übernachte also am angegebenen Zeltplatz und fahre am nächsten Tag weiter zur Villa de Leyva. Nach dem Toter See will ich eigentlich die letzte verbleibende Cordillera in Richtung Amazonasbecken überqueren. Doch leider gibt es auf dem Highway 62 einen Erdrutsch und die Straße ist bis auf Weiteres gesperrt. Mir bleibt nun nur die Option, einen sehr großen Umweg von einigen 100 Kilometern zu machen oder zurück zur Hauptstadt zu fahren. Ich beschließe, den Umweg in Kauf zu nehmen und den nächsten, weiter östlich liegenden Highway zu nehmen. Das gibt mir die Option, auch noch in Mongui vorbeizuschauen, ein Dorf, das mir der Besitzer des Zeltplatzes am Toter See empfohlen hat. Ich finde hier ein schnucklig kleines Hobbithaus, in dem ich übernachten kann. Laufe noch hoch zu einer Kirche. Fahre in ein nahegelegenes Dorf, wo ich die anscheinend einzige Teufelsfratze in einer Kirche weltweit begutachte. Und schaue mir noch einige angemalte Felsen an. Auf kleinen Straßen fahre ich zurück über den eigentlich abgesperrten Páramo nach Mongui. Auf der Straße hält mich ein Kolumbianer an und möchte gerne mitfahren.
Da ich mein gesamtes Gepäck sowieso in Mongui gelassen habe, lasse ich ihn aufsteigen. Er erzählt mir eine spektakuläre Story, dass er die letzten 4 Jahre für den US-amerikanischen Geheimdienst gearbeitet habe, dass alles sowieso top secret sei und seine Familie glaube, er wäre tot. Nun würde er in sein Dorf zurückkehren. Was da dran ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich bin jedoch ziemlich froh, als ich ihn im nächsten Dorf wieder absetzen kann, da er sich beim Erzählen seiner Geschichten immer so weit nach links oder rechts vom Motorrad lehnt, dass ich ein paar Mal Angst habe, umzukippen. Ich will ihm nichts unterstellen, aber ich glaube, es befinden sich einige Substanzen in seinem Blutkreislauf, die dort nicht hingehören. Den Rest der Strecke kann ich aber noch den Páramo genießen. Páramo ist eine Bezeichnung für die hier vorherrschenden alpinen Hochlandsteppen, die hier in Kolumbien ab 3000 Meter Höhe zu finden sind. Dann breche ich auf die Überquerung der Cordillera auf. Obwohl die Straße in Google Maps als Highway eingezeichnet ist, ist sie nicht asphaltiert. Ich fahre quälend lang hinter 2 LKWs hinterher, die ich aufgrund der enormen Staubwolke, die sie produzieren, kaum überholen kann. Ich schaffe es aber und gelange schließlich auf eine Höhe von ungefähr 3700 Metern. Im Kino geht es hier oben gar nicht gut. Ich erreiche nur eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 30 km/h und komme fast nicht vom Fleck. Dabei war ich doch eigentlich im Cocuy schon viel höher und das funktionierte eigentlich ganz gut. Hier oben gibt es aber keine Chance, das Ganze weiter zu untersuchen, und sobald ich auf der anderen Seite wieder hinabfahre, gewinnt Kino mit jedem Höhenmeter, den es hinuntergeht, auch wieder an Energie. Meine Konzentration ist ganz schön am Ende, als ich endlich auf den Highway 65 stoße. Dieser ist allerdings auch nicht asphaltiert, zumindest nicht in der Richtung, in die ich fahren muss. Die Straße ist sehr weiß und als ich einmal fast ausrutsche, wird mir klar, dass das Ganze ein extrem weicher, feiner, weißer Sand ist. Das heißt, auch hier kann ich nicht besonders schnell fahren und ich bin jetzt schon ungefähr 6 Stunden unterwegs. Kurz vor Hato Corozal beginnt dann endlich wieder der Asphalt. Ich bin so happy darüber, dass ich doch glatt an der Stadt vorbeifahre und trotz der Erschöpfung noch einige Kilometer weiterfahre. Die Fahrt durch das staubige Gebiet ist wohl nicht ganz spurlos an mir vorübergegangen. In der nächstgrößeren Stadt angekommen, gönne ich mir erstmal eine Dusche, einen Lulo Lassi und einen enorm großen Burger. Am nächsten Tag fahre ich dann den Weg bis nach Villa Vicencio, auf der anderen Seite von Bogotá. Die Strecke nach Bogotá ist wesentlich besser ausgebaut. Ich werde hier mehrere Male während der Fahrt nach meinem Nummernschild gefragt. Das ist zwar nicht ungewöhnlich, aber die Häufigkeit irgendwie schon. Den Grund dafür erfahre ich dann erst, als ich in Bogotá mal wieder von der Polizei eingehalten werde und diese mich darauf hinweist, dass mein Nummernschild momentan nur noch an einer Schraube befestigt ist. Aber das ist zum Glück eine schnelle Reparatur. Kurz bevor ich die Hauptstadt erreiche, biege ich nach links ab und fahre in den Páramo de Sumapaz. Auch hier erreiche ich wieder Höhen bis 3700, 3800 Meter.
try to work this out before. Ich muss mehrere Militär-Checkpoints passieren, da die hier oben Wache halten, dass die wenigen Zugangsstraßen durch das Gebirge nicht von Drogenkurieren benutzt werden. Gracias. Kino geht es hier oben so schlecht wie noch nie. Auch der Auspuff deutet schon darauf hin, dass ich viel zu viel Sprit verbrauche und dieser größtenteils unverbrannt wieder hinten rauskommt. Zu einem Überfluss beginnt es auch noch zu regnen. Dass meine Motorradausrüstung nicht komplett wasserdicht ist, spätestens seit Guatemala klar. Und nachdem ich trotz 2 Jacken nass bin, stelle ich mich irgendwo unter. Auch meine Bremsen funktionieren nicht mehr so gut und ich steuere im nächsten Minidorf einen Mechaniker an. Es ist eigentlich klar, dass es ein Problem mit dem Vergaser sein muss, der für die Menge Sprit nicht genügend Luft anzieht und somit das Benzin-Luft-Gemisch im Motor höchstwahrscheinlich zu fett ist. Der Vergaser wird also ausgebaut und die Nadel, die die Benzinmenge im Vergaser kontrolliert, etwas nach unten gedrückt, sodass sich weniger Benzin im Vergaser befindet. Die ganze Reparaturaktion dauert einige Stunden, aber Kino funktioniert danach blendend. Deshalb übernachte ich direkt noch in dem Dorf und gehe mit den Jungs noch eintrinken. Am nächsten Tag breche ich auf den langen Weg in Richtung Desierto de Tatacoa auf. Schnell wird klar, dass der Effekt der Reparatur nur von kurzer Dauer war. Kino ist schnell wieder am Schwächeln, aber ich bin auch bald aus der Cordillera wieder draußen und im Tal. Hier geht es größtenteils geradeaus bis zur Desierto de Tatacoa, dem wahrscheinlich heißesten und trockensten Fleckchen in Kolumbien. Hier ist es das einzige Mal, dass ich mich im Benzin etwas verschätze. Ich frage also an einem kleinen Straßenstand nach Benzin, sie haben aber leider keinen. Also fahre ich 100 Meter zurück und bekomme dort Benzin in der praktischen Größe von Rumflaschen. Dann starte ich den Weg durch alte Tunnel in Richtung der Wüste. Am späten Nachmittag fahre ich einfach querfeldein in die Wüste hinein und stelle irgendwo mein Zelt auf. Als ich am nächsten Morgen weiterfahre, um auch die andere Seite der Wüste zu erkunden, stehen 2 Mädels an der Seite der Straße und ich denke mir, irgendwoher kennst du die doch. Es sind Alice und Yuka, die wohl nach mehr als 2 Monaten zur selben Zeit beschlossen haben, die Desierto de Tatacoa zu erkunden und hier auf ein Auto warten, das sie mitnehmen kann. Da lade ich sie doch direkt zum Frühstück ein und wir tauschen uns ein bisschen aus, bevor es wieder auf getrennten Wegen weitergeht. Ich erkunde auch noch diese Seite der Wüste, bevor ich weiter nach Neighbor fahre. Ain't no love like a real love, but it goes so fast. All time
In Neighbor mache ich noch einen Zwischenstopp, um einige Reparaturen zu vollziehen. Zum einen kaufe ich mir neue Bremsklötze für vorne und hinten und rüste Kino noch mit 2 neuen Lichtern aus. Damit bin ich dann gerüstet für den Weg in Richtung San Agustin. Ich komme allerdings nicht weit, bevor wieder 2 bekannte Gesichter am Straßenrand stehen. Eigentlich war der Plan, nur eine Nacht in San Agustin zu bleiben. Aber ich treffe auf so coole Leute im Hostel, wo ich übernachte, dass daraus ganze 4 Tage. I wanna make a difference, a slave to the distance you keep. And ever since you're on my wish list, I keep on falling for your outlet. Oh no, tell me is it right staying by your side while the devil's on your mind? Oh no, no, you need me, that's a lie, broken over time, and so you're breaking mine. Oh no, no, oh, I can't take Lasse noch meinen Luftfilter und meinen Vergaser reinigen und fahre dann über die Bergkette in Richtung Popayan. Kurz vor Popayan biege ich allerdings rechts ab und fahre zum Pacaya. Der Pacaya ist ein Vulkan und das Coole ist, dass man auf halber Höhe in einer ehemaligen Schwefelmine schlafen kann. Am I talking to myself now? I should listen to my head now. Es führt ein sehr einfacher Weg den Vulkan nach oben. Allerdings braucht man auch hier wieder einen Guide. Da ich nun schon mal da bin, teile ich mir mit einem kolumbianischen Pärchen die Kosten und wir laufen hoch. Der Weg ist relativ einfach und gut zu erkennen und so bin ich schon etwa 40 Minuten vor dem Guide und dem kolumbianischen Pärchen oben auf dem Gipfel.
Nun ist es Zeit, ein bisschen Kilometer zu machen. Gerüchten zufolge soll am 1. Dezember die Grenze zu Ecuador geöffnet werden. Auch einige Zeitungsartikel berichten dies. Ich habe aber noch ein bisschen Zeit, deswegen mache ich noch einen Zwischenstopp beim Vulkan Cumbay. Als ich im Regen ankomme, überholt mich ein Motorradfahrer und lädt mich direkt zu ihm nach Hause ein. Dort übernachte ich und beginne am nächsten Tag den Aufstieg zum Vulkan. Hier gibt es keine Eintrittsgelder oder Guides. Komisch. Vielleicht wäre es denn gerade hier nötig gewesen. So, ungefähr auf 4,6, fast 4,7. Also was ich dachte, ist ein Wasserball. Ist eine kleine Fumarole da oben. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch weiter hochkommen. Hier ist zumindest irgendwas, was man ansatzweise als Weg bezeichnen kann. Okay, jetzt wird es langsam ein bisschen unwitzig. Das, was da oben runterkommt, sind alles Schwefeldämpfe. Alter Schwede. Fucking hell. This ain't good. Ich glaube, das ist End of the Road. Ich werde jetzt noch einmal da kurz hochschauen. Ah! Jetzt einmal schnell durch. Uff. Bah. Puh. Bah. Hier steht sogar ein Schild. Also es ist mal supposed to be here. Guías Turísticos Cumbre Chai 4723 Metros sobre el nivel del mar. Ich bin etwas beeindruckt, dass ich hier überhaupt sein kann, wenn die ganzen anderen Vulkane schon sperren. Oh, krass, ey. Alles dampft, ey. Und wenn man bedenkt, dass es so einen kleinen Nivellierungseffekt gibt, das heißt, nach einer Zeit eigentlich nicht mehr riecht. Ja, hier ist schon ein Weg theoretisch. Will ich gar nicht wissen, wie viele Dämpfe ich abbekomme. Aber lebensverlängernd ist das auf jeden Fall nicht, was ich hier mache. Tut sogar schon ein bisschen ein scheiß Auge weh. Schreibt. Ja. Die Schleimhaut an. Und die scheiß Augen. Das scheiße hier vorbei. Und der Auge. Okay, Es ist nun der 1. Dezember und ich fahre die restlichen Kilometer nach Ipiales. Von dort aus geht es direkt an die Grenze. Als ich in Kolumbien auschecken will, werde ich darüber informiert, dass entgegen allen Zeitungsartikeln und Neuigkeiten die Grenze nicht geöffnet worden ist. So bin ich, sowie auch andere Reisende, die sich darauf verlassen haben, hier an der Grenze gestrandet. Ich nehme mir ein paar Tage, um darüber nachzudenken, wie ich nun weiter vorgehen möchte. Ich verhandle noch eine ganze Weile mit dem Grenzbeamten, um zumindest ein neues kolumbianisches Visum zu bekommen. Nach langem Hin und Her bekomme ich zumindest das, sonst wäre ich nämlich in 3 Tagen illegal hier. Ich verbringe die Tage an einer Seilbahnstation in der Gesellschaft einer deutschen Familie und 2 argentinischen Pärchen. Die Lösungen sind entweder länger in Kolumbien bleiben, illegal nach Ecuador einreisen oder das Motorrad tatsächlich verkaufen und die Heimat ansteuern. Das muss ich sowieso bald tun, aufgrund eines ungewissen Beginns meiner neuen Arbeitsstelle.
Daher ist mir die illegale Einreise nach Ecuador auch ein bisschen zu heiß. Als mir dann am 3. Tag tatsächlich ein Käufer über den Weg läuft, der trotz aller legalen Fragen das Motorrad kaufen möchte, nehme ich das als Wink des Schicksals und gebe meinen Reisegefährten der letzten 6 Monate in hoffentlich gute Hände. Vielen Dank, Kino, dass du mich so weit getragen hast. Ich mache noch eine letzte Tour runter nach Las Lajas, bevor ich mich von den Argentiniern verabschiede. Mit ihnen hatte ich eine richtig gute Zeit. Nun wieder zu Fuß unterwegs. Es ist gar nicht so einfach, die gesamten Sachen zu transportieren. Zuerst geht es mit dem Bus nach Popayan, das ich auf dem Hinweg übersprungen habe. Hier schaue ich mir ein bisschen das Dorf an und genieße das Fest der Lichter. Tonto el que no entienda, cuenta la leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía y al llegar el día. So als Abschlusstour dachte ich mir, gebe ich mir noch einmal einen 5000er. Relativ kurzfristig suche ich nach einem Bergführer, der mich auf den Nevado de Huila hochbringen kann. Der ist ein bisschen komplizierter als die anderen beiden, die ich schon gemacht habe. Die Organisation ist super chaotisch, aber ich mache mir nicht allzu viele Gedanken. Als ich dann tatsächlich dort oben ankomme, wird mir das Ausmaß des Plans bewusst. Man will auf 1700 Metern Höhe starten und am ersten Tag mit Bus und zu Fuß bis auf 4600 Meter hochlaufen bzw. fahren. Da gehen bei mir schon die ersten Alarmglocken los, weil das wird aus Erfahrung her schwierig für mich. Nun, es gibt keine andere Option, deshalb Augen zu und durch. Mir wird noch unbedingt zu Gummistiefeln geraten. Ich denke, das ist zwar ein bisschen übertrieben, aber nehme den Rat natürlich an. Wie sich herausstellen sollte, war dieser durchaus ernst zu nehmen. Blanco como el lomo de un armillo, con los ojos grises en vez de aceituna y el vino de luna. Maldita su estampa, este niño es un gallo y yo no me lo callo. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer? Völlig fertig komme ich auf 4600 Metern an und mir geht es gar nicht gut. In der Nacht muss ich mich sogar übergeben. Für mich ist klar, mein Weg endet hier. Der Rest der Gruppe, die ausschließlich aus kolumbianischen Bergsteigern besteht, versuchen morgens noch den Gipfel zu erreichen. Aber auch sie sollen es nicht schaffen. Nun also alles wieder runter. Luego se hizo el monte con el niño en brazos y ahí lo abandonó. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Y en las noches que haga luna llena, será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna.
no llora, menguara la luna para hacerle una cuna. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Ich bin verdammt froh, als ich endlich von diesem Berg wieder unten bin. Mir wird außerdem von der Ciudad Perdida, der verlorenen Stadt, erzählt, weil man hier in der Nacht überall geisterhafte Lichter angehen sieht, die die umliegenden Berge erhellen. Das hat allerdings weniger was mit Geistern zu tun, sondern vielmehr mit Drogen. All diese Lichter sind Marihuana-Plantagen und gehen in der Nacht an, damit die Pflanzen mehr produzieren und schneller wachsen. Y entonces todas las luces son como una... Esas son... alumbran un lote como aquí. Marihuana. Eso. Das Ganze ist hier sogar kommunal geregelt und jede Familie hat ein gewisses Kontingent, das sie anbauen darf. Es geht zurück nach Cali und dort buche ich meinen Rückflug über einen Freund. Meine Kreditkarte ist gesperrt, aber das ist nun wirklich eine andere Geschichte. Como nunca jamás me imaginé que va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo de tu ayer. Yo siento que la vida, aromas y ruanas, pueblos sometidos, alivos extrañas, versos prohibidos, gritos que se callan, libre. Yo quiero ser libre, como el cóndor libre, sobre nubes blancas, libre, como el agua libre. Ich überlege mir, was ich noch machen kann, was ich in Deutschland garantiert nicht machen kann. Ich beschließe, noch einmal an den Pazifik zu fahren. Es gibt hier nur sehr wenige Informationen, aber ich beschließe einfach mal nach Buenaventura hinunter zu gurken und von da aus weiterzuschauen. In Buenaventura herrscht ein anderes Flair, wie ich es aus Kolumbien sonst gewohnt bin. Ich fühle mich hier nicht ganz so sicher und im Gespräch
mit einem Ladenbesitzer wird auch betont, dass ich mich hier nachts nicht aufhalten sollte. Ich finde aber ein Boot, das mich nach Nukui bringen soll. Und das heißt die ganze Zeit, ja, wir fahren dann bald ab. Es ist 3 Uhr und nichts ist passiert. Es ist 8 Uhr und nichts ist passiert. Es ist der nächste Morgen und nichts ist passiert. Erst um 18 Uhr des nächsten Tages, ich bin bereits 30 Stunden auf dem Schiff, legen wir endlich ab. Das Schiff ist komplett überbeladen mit Personen und Gegenständen. Wir brauchen insgesamt 18 Stunden, bis wir die Region um Nukui erreichen. Ich lasse mich in Agua Termales, einem ganz kleinen Dorf, absetzen. Ich erhoffe mir einige erholsame, ruhige Tage in einem tropischen Paradies. Für meinen Bungalow habe ich auch mal etwas überdurchschnittlich viel Geld in die Hand genommen. Was mich erwartet, entspricht aber leider nicht ganz meiner Vorstellung. Während des Monats Dezembers läuft quasi permanent Musik. Und das in einer Lautstärke, dass selbst mit meinen Noise-Canceling-Kopfhörern da echt nichts zu machen ist. Ich versuche mir die Zeit durch lange Strandspaziergänge fernab der Zivilisation zu vertreiben, sofern die bei dem Dauerregen möglich sind. Anscheinend gibt es nur von 14 bis 22 Uhr Strom, aber für die 30.000 Watt Boxen hat man wohl anscheinend trotzdem ein Notstromaggregat gefunden. Ich quäle mich einen Tag und eine Nacht durch und überlebe auch irgendwie einen zweiten. Dann liegen die Nerven blank und ich storniere meine Reservierung und flüchte zur nächsten größeren Stadt, Nukui. Hier ist es leider kein Deut besser. Aber das habe ich mir fast gedacht. Und ich versuche irgendwie den Tag noch zu überleben. Auch wenn alle Nerven komplett blank liegen. Warum ich überhaupt nach Nukui gegangen bin? Weil es hier einen mini kleinen Flughafen gibt, mit dem ich am nächsten Tag hier rausfliege. Mit der kleinen Propellermaschine geht es nach Quibdó. Soy un vagabundo
ando por el mundo derrochando amor. Yo soy un mujeriego, pobre y muy sincero, con el corazón. Von Quibdó fahre ich mit dem Bus nach Pereira. Von Pereira wieder den Nachtbus nach Bogota. Hier habe ich nun einen Tag und eine Nacht Aufenthalt, kann also in aller Ruhe meinen Covid-Test machen und fliege dann von Bogota aus nach Panama. Ganz komfortabel und bequem in der Notfallreihe. Von Panama aus geht es dann in die Dominikanische Republik, wo ich fast meinen Weiterflug nach Frankfurt verpasse. Ich werde aber ausgerufen und kriege meinen Flug noch. Nach 4 Tagen Reisen und 30 Stunden Flug erreiche ich dann den Frankfurter Flughafen und nehme den Zug nach Hause. Mit dem kolumbianischen Poncho wirklich noch ein bisschen fehl am Platz in der Deutschen Bahn, aber ich bin mir sicher, dass ich mich schnell wieder eingewöhnen werde. Und das ist das Ende dieses Kapitels und dieser Reise.